Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch mit Geschichten. Bist du bereit, dein Deutsch zu üben und fließender zu werden? Lass uns anfangen. Es war einmal ein König, der neben seinem Palast einen großen Wald hatte, der mit allerlei wilden Tieren gefüllt war. Eines Tages schickte er einen Jäger los, um ein Reh zu finden, doch der Jäger kam nicht zurück. »Vielleicht ist ihm etwas Schlimmes zugestoßen«, sagte der König. Am nächsten Tag schickte er 2 weitere Jäger, um nach ihm zu suchen, doch auch sie kehrten nicht zurück. Am 3. Tag rief er alle seine Jäger zusammen und sagte: »Durchsucht den ganzen Wald und haltet nicht an, bis ihr alle 3 gefunden habt.« Doch keiner von ihnen kam zurück und niemand wurde je wieder gesehen. Danach wagte niemand mehr, den Wald zu betreten, und er wurde still und einsam, nur gelegentlich flog ein Adler oder ein Falke darüber hinweg. So vergingen viele Jahre, bis ein Fremder zum König kam und sagte, er wolle einen Job und sei bereit, in den gefährlichen Wald zu gehen. Der König weigerte sich und sagte, es ist nicht sicher dort. Ich fürchte, du wirst nicht besser abschneiden als die anderen und vielleicht nie zurückkommen. Der Jäger erwiderte, Eure Majestät, ich werde das Risiko eingehen. Ich habe keine Angst. Also nahm der Jäger seinen Hund und ging in den Wald. Bald fand der Hund einige Wildtiere und wollte sie jagen. Doch der Hund lief nur ein paar Schritte, bevor er an einem tiefen Teich ankam, aus dem ein nackter Arm aus dem Wasser griff, den Hund ergriff und ihn unter Wasser zog. Als der Jäger dies sah, lief er schnell zurück und brachte 3 Männer mit Eimern, um das Wasser auszuschöpfen. Als sie den Grund sehen konnten, fanden sie dort einen wilden Mann, dessen Körper wie rostiges Eisen aussah und dessen Haare bis zu den Knien hingen. Sie banden ihn mit Seilen und führten ihn zurück zum Schloss. Der wilde Mann erregte viel Staunen, aber der König beschloss, ihn in einem Eisengestell im Hof einzusperren und befahl, dass die Tür des Käfigs unter Todesstrafe nicht geöffnet werden dürfe und übergab den Schlüssel der Königin zur Aufbewahrung. Danach konnten alle wieder sicher in den Wald gehen. Der König hatte einen 8-jährigen Sohn, der eines Tages im Hof spielte, als sein goldenes Ball ins Gestell fiel. Der Junge lief hinüber und sagte, »Gib mir meinen Ball zurück.« Der wilde Mann antwortete, »Nicht, bis du mir die Tür öffnest.« »Nein«, sagte der Junge, »das kann ich nicht. Der König hat es verboten«, und er lief weg. Am nächsten Tag kam er zurück und bat erneut um seinen Ball. Der wilde Mann sagte, »Öffne meine Tür«, doch der Junge weigerte sich. Am 3. Tag, während der König jagen war, ging der Junge zurück und sagte, »Ich kann die Tür nicht öffnen, selbst wenn ich wollte, denn ich habe den Schlüssel nicht.« Der wilde Mann antwortete, »Er liegt unter dem Kopfkissen deiner Mutter. Du kannst ihn dort holen.« Der Junge, begierig darauf, seinen Ball zurückzubekommen, vergaß alle Vorsicht und brachte den Schlüssel. Die Tür öffnete sich nur mit Mühe und er klemmt sich dabei die Finger ein. Als sie schließlich aufging, trat der wilde Mann heraus, gab ihm den goldenen Ball und lief schnell davon. Der Junge erschrak und rief ihm nach, »O, wilder Mann, geh nicht, sonst werde ich bestraft.« Der wilde Mann drehte sich um, hob ihn auf seine Schulter und eilte in den Wald. Als der König nach Hause zurückkehrte, bemerkte er den leeren Käfig und fragte die Königin, was passiert sei. Sie wusste es nicht und suchte nach dem Schlüssel, aber er war verschwunden. Sie rief nach dem Jungen, aber es gab keine Antwort. Der König ließ Menschen suchen, aber sie konnten ihn nicht finden. Dann ahnte er, was geschehen war, und große Traurigkeit erfüllte den königlichen Hof. Als sie den dunklen Wald erreichten, setzte der wilde Mann den Jungen ab und sagte, »Du wirst deinen Vater und deine Mutter nie wiedersehen,
aber ich werde dich bei mir behalten, denn du hast mich befreit und ich habe Mitleid mit dir. Wenn du alles tust, was ich dir sage, wirst du gut versorgt sein. Ich habe genug Schätze und Gold, mehr als jeder andere in der Welt. Er machte dem Jungen ein Bett aus Moos, auf dem er schlafen konnte. Am nächsten Morgen brachte der Wildemann ihn zu einem Brunnen und sagte: Sieh, der Goldbrunnen ist so klar wie Kristall. Du wirst neben ihm sitzen und darauf achten, dass nichts hineinfällt, sonst wird er ruiniert. Ich werde jeden Abend zurückkommen, um zu sehen, ob du meinen Befehl befolgt hast. Der Junge saß am Brunnen und sah oft einen goldenen Fisch oder eine goldene Schlange darin schwimmen, und er achtete darauf, dass nichts hineinfiel. Doch eines Tages tat ihm sein Finger so weh, dass er versehentlich hineintauchte. Er zog ihn schnell heraus, sah aber, dass er ganz mit Gold bedeckt war. Egal wie sehr er versuchte, es abzuwaschen, es ging nicht ab. Als der Wildemann am Abend zurückkam, sah er den Jungen an und fragte: Was ist mit dem Brunnen geschehen? Nichts, nichts, antwortete der Junge und versteckte seinen Finger hinter seinem Rücken, damit der Wildemann ihn nicht sah. Doch der Wildemann sagte: Du hast deinen Finger ins Wasser getaucht. Ich werde es dieses Mal durchgehen lassen, aber sei vorsichtig, dass nichts anderes hineinfällt. Am nächsten Morgen saß der Junge bereits am Brunnen und beobachtete ihn. Sein Finger tat wieder weh, und als er ihn über seinen Kopf strich, fiel ein Haar in den Brunnen. Er zog es schnell heraus, aber es war bereits goldfarben. Als Iron Hans kam, wusste er bereits, was geschehen war. »Du hast ein Haar in den Brunnen fallen lassen«, sagte er. »Ich werde dir erlauben, ihn ein weiteres Mal zu bewachen, aber wenn dies wieder passiert, wird der Brunnen ruiniert und du kannst nicht mehr bei mir bleiben.« Am 3. Tag saß der Junge am Brunnen und bewegte seinen Finger nicht, obwohl er schmerzte. Dennoch schien die Zeit lange zu dauern, und er betrachtete sein Spiegelbild im Wasser. Als er sich vorbeugte, um sich besser zu sehen, fiel sein langes Haar ins Wasser. Er zog sich schnell hoch, aber sein ganzes Haar war golden geworden und glänzte wie die Sonne. Du kannst dir vorstellen, wie ängstlich der Junge war. Er nahm sein Taschentuch und band es sich um den Kopf, damit der Wildemann es nicht sah. Als Iron Hans kam, wusste er alles und sagte: Nimm das Taschentuch ab. Das goldene Haar fiel herab, und egal wie sehr der Junge sich zu erklären versuchte, es half nichts. Du hast die Prüfung nicht bestanden und kannst nicht mehr hierbleiben. Geh in die Welt. Dort wirst du lernen, was es bedeutet, arm zu sein. Aber da du ein gutes Herz hast und ich dir wohlgesonnen bin, gewähre ich dir eine Sache: Wenn du jemals Hilfe benötigst, komm in den Wald und rufe nach Iron Hans, und ich werde dir helfen. Meine Macht ist groß, größer als du denkst, und ich habe genug Gold und Silber. Dann verließ der Prinz den Wald und ging auf ausgetretenen und unerforschten Wegen, bis er eine große Stadt erreichte. Dort suchte er nach Arbeit, fand aber keine und lernte nichts, was ihm helfen könnte. Schließlich ging er zum Palast und fragte, ob sie ihn einstellen würden. Die Leute am Hof wussten nicht, was sie mit ihm anfangen sollten, mochten ihn aber und ließen ihn bleiben. Schließlich nahm ihn der Koch als Helfer, sagte ihm, er könne Holz und Wasser tragen und die Asche reinigen. Eines Tages, als sonst niemand da war, sagte der Koch zu ihm, er solle das Essen am königlichen Tisch servieren, aber der Junge hielt seine Mütze auf, weil er nicht wollte, dass jemand sein goldenes Haar sieht. Der König bemerkte das und sagte: Du musst deinen Hut abnehmen, wenn du zum königlichen Tisch kommst. Der Junge antwortete: O Herr, ich kann nicht. Ich habe einen wunden Kopf. Der König ließ den Koch rufen und schimpfte mit ihm, warum er so einen Jungen in seinen Dienst genommen habe.
Er befahl dem Koch, ihn wegzuschicken. Doch der Koch hatte Mitleid mit ihm und tauschte ihn gegen den Jungen des Gärtners. Nun musste der Junge den Garten pflanzen und gießen, hacken, graben und Wind und schlechtem Wetter trotzen. An einem heißen Sommertag, während er allein im Garten arbeitete, nahm er seine Mütze ab, um sich abzukühlen. Die Sonne schien auf sein Haar und ließ es so funkeln und glänzen, dass das Licht die Aufmerksamkeit der Tochter des Königs auf sich zog, die aufsprang, um zu sehen, was los war. Sie sah den Jungen und rief: »Junge, bring mir einen Kranz aus Blumen.« Er setzte schnell seine Mütze wieder auf, sammelte wilde Blumen und band sie zusammen. Als er mit den Blumen nach oben ging, sah ihn der Gärtner und sagte: »Wie kannst du der Tochter des Königs einen Kranz aus so gewöhnlichen Blumen bringen? Geh schnell und finde schönere und rarere.« »Oh nein«, antwortete der Junge, »die Wildblumen riechen besser und werden ihr mehr gefallen.« Als er den Raum betrat, sagte die Tochter des Königs: »Nimm deinen Hut ab. Es ist nicht richtig, ihn in meiner Gegenwart aufzubehalten.« Wieder sagte er: »Ich kann nicht. Ich habe einen wunden Kopf.« Sie griff nach seinem Hut und zog ihn ab, und sein goldenes Haar fiel über seine Schultern und glänzte wunderschön. Er wollte weglaufen, aber sie packte ihn am Arm und gab ihm eine Handvoll Münzen. Er ging, aber das Gold interessierte ihn nicht. Er gab es dem Gärtner und sagte: »Ich schenke es deinen Kindern. Sie können damit spielen.« Am nächsten Tag rief die Tochter des Königs ihn wieder und bat um einen weiteren Blumenkranz. Er ging mit ihm hinein, aber sie versuchte erneut, seinen Hut zu nehmen. Er hielt ihn fest. Sie gab ihm eine weitere Handvoll Münzen, aber er weigerte sich, sie zu behalten, und gab sie dem Gärtner für seine Kinder. Am dritten Tag geschah dasselbe. Sie konnte seinen Hut nicht von ihm bekommen, und er wollte ihr kein Geld annehmen. Bald brach Krieg im Königreich aus. Der König versammelte seine Männer, wusste aber nicht, ob er gegen den Feind kämpfen konnte, der eine größere und stärkere Armee hatte. Dann sagte der Junge des Gärtners: »Ich bin jetzt erwachsen, und ich werde auch in den Krieg ziehen. Gib mir einfach ein Pferd.« Die anderen lachten und sagten: »Finde dir eines, wenn wir gehen. Wir lassen eines im Stall für dich zurück.« Als sie gegangen waren, ging er in den Stall, fand ein Pferd, das an einem Bein lahmte, und ritt in den dunklen Wald. Als er den Rand des Waldes erreichte, rief er dreimal laut Iron Hans, so dass es durch die Bäume hallte. Der Wildemann erschien sofort und fragte: »Was willst du?« »Ich will ein starkes Pferd, denn ich gehe in den Krieg. Das sollst du haben und noch viel mehr«, antwortete Iron Hans. Dann ging er zurück in den Wald, und bald kam ein Stallbursche heraus und führte ein Pferd, das schnaufte und schwer zu kontrollieren war. Hinter ihm kam eine Gruppe von Kriegern, komplett in Rüstungen, mit Schwertern, die in der Sonne glänzten. Der Junge tauschte sein lahmes Pferd gegen das neue ein, bestieg es und führte die Soldaten. Als er auf dem Schlachtfeld ankam, waren viele der Männer des Königs bereits gefallen, und die übrigen waren kurz davor aufzugeben. Der Junge stürmte mit seinen eisernen Soldaten hinein, griff den Feind an wie ein Sturm und besiegte jeden, der ihm im Weg stand. Der Feind begann zu fliehen, und er jagte ihnen nach, ohne anzuhalten, bis niemand mehr übrig war. Anstatt zum König zurückzukehren, führte er seine Truppen über Nebenstraßen zurück in den Wald und rief nach Iron Hans. »Was willst du?« fragte der Wildemann. »Nimm dein Pferd und deine Soldaten zurück und gib mir mein dreibeiniges Pferd wieder.« Alles, was er verlangte, wurde getan, und bald ritt er auf seinem dreibeinigen Pferd. Als der König zu seinem Palast zurückkehrte,
wurde er von seiner Tochter empfangen und feierte seinen Sieg. »Ich bin nicht derjenige, der gewonnen hat«, sagte er, »sondern ein geheimnisvoller Ritter, der mir mit seinen Soldaten geholfen hat.« Die Tochter wollte wissen, wer dieser Ritter war, aber der König wusste es nicht und sagte, er folgte dem Feind, und ich habe ihn nie wieder gesehen. Sie fragte den Gärtner, wo sein Junge sei, und er lächelte und sagte, er ist gerade auf seinem dreibeinigen Pferd nach Hause gekommen, und die anderen haben sich über ihn lustig gemacht und gesagt, »Hier kommt unser Humpelti-Chip wieder.« Sie fragten auch, »Unter welchem Strauch hast du die ganze Zeit geschlafen?« Er sagte, »Ich habe das Beste von allen gemacht, und es wäre schlecht ausgegangen ohne mich.« Und so wurde er noch mehr verspottet. Der König sagte zu seiner Tochter, »Ich werde ein großes Fest ausrufen, das 3 Tage dauern wird, und du sollst einen goldenen Apfel werfen. Vielleicht wird der unbekannte Mann erscheinen.« Als das Fest angekündigt wurde, ging der Junge in den Wald und rief nach Iron Hans. »Was willst du?« fragte der wilde Mann. »Ich möchte den goldenen Apfel der Tochter des Königs fangen.« »Das ist schon so gut wie dein«, sagte Iron Hans. »Du wirst auch eine rote Rüstung für die Veranstaltung haben und auf einem temperamentvollen kastanienbraunen Pferd reiten.« Am Tag des Festes ritt der Junge zu der Veranstaltung, nahm seinen Platz unter den Rittern ein, und niemand erkannte ihn. Die Tochter des Königs trat vor und warf einen goldenen Apfel, aber er war der Einzige, der ihn fing. Sobald er ihn hatte, ritt er davon. Am 2. Tag stattete Iron Hans ihn mit einer weißen Rüstung und einem weißen Pferd aus. Wieder war er der Einzige, der den Apfel fing, und er galoppierte ohne Verzögerung davon. Der König wurde wütend und sagte, das ist nicht erlaubt. Er muss vor mir erscheinen und seinen Namen offenbaren. Er befahl, dass, wenn der Ritter, der den Apfel gefangen hatte, wieder zu entkommen versuchte, sie ihn verfolgen sollten, und wenn er nicht freiwillig zurückkehrte, sollten sie ihn niederschlagen. Am 3. Tag gab ihm Iron Hans einen schwarzen Anzug und ein schwarzes Pferd, und einmal mehr fing er den Apfel. Doch als er davonritt, jagten die Männer des Königs ihm nach, und einer von ihnen kam so nah, dass er dem Jungen mit seinem Schwert das Bein verletzte. Der Junge entkam, aber sein Pferd sprang so hoch, dass sein Helm fiel und sein goldenes Haar offenbarte. Sie ritten zurück, um dem König Bericht zu erstatten. Am nächsten Tag fragte die Tochter des Königs den Gärtner nach seinem Jungen. Er arbeitet im Garten. Dieser seltsame Typ war auch beim Fest und ist gerade gestern Abend nach Hause gekommen. Er zeigte meinen Kindern auch 3 goldene Äpfel, die er gewonnen hat. Der König ließ den Jungen zu sich rufen, und als er ankam, hatte er immer noch seine kleine Mütze auf. Die Tochter des Königs ging zu ihm und nahm ihm die Mütze ab, wodurch sein goldenes Haar, das über seine Schultern fiel, sichtbar wurde und ihn schön aussehen ließ. »Bist du der Ritter, der jeden Tag in verschiedenen Farben zum Fest kam und die 3 goldenen Äpfel gefangen hat?« fragte der König. »Ja«, antwortete er, »und hier sind die Äpfel«, zog sie aus seiner Tasche und übergab sie dem König. »Wenn du einen Beweis möchtest, kannst du die Wunde sehen, die deine Männer mir zugefügt haben, als sie mir nachjagten. Aber ich half dir auch, gegen deine Feinde zu gewinnen. Wenn du so große Dinge tun kannst, bist du nicht nur der Junge des Gärtners. Sag mir, wer dein Vater ist.« »Mein Vater ist ein mächtiger König, und ich habe so viel Gold, wie ich brauche.« »Ich sehe«, sagte der König, »dass ich dir dankbar sein muss. Kann ich dir etwas Gutes tun?« »Ja«, antwortete er, »du kannst mir deine Tochter zur Frau geben.« Die Prinzessin lachte und sagte,
Er ist nicht wählerisch, aber ich konnte an seinem goldenen Haar erkennen, dass er kein Gärtnerjunge war. Und dann ging sie und küsste ihn. Seine Eltern kamen zur Hochzeit und waren sehr glücklich, weil sie die Hoffnung verloren hatten, ihren lieben Sohn jemals wiederzusehen. Während sie am Hochzeitsmahl saßen, stoppte plötzlich die Musik, die Türen öffneten sich, und ein majestätischer König trat mit großer Gefolgschaft ein. Er trat zu dem Jungen, umarmte ihn und sagte: »Ich bin Iron Hans, und ich war verflucht, ein wilder Mann zu sein, aber du hast mich befreit. All die Schätze, die ich besitze, werden dir gehören.« Tolle Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und fließender werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen deutschen Geschichten verpasst. Wir sehen uns im nächsten Video.